Heute zeigen wir dir die Top 5 Fehler, die man beim Wintercamping machen kann. Und natürlich, wir zeigen dir auch, wie du die Top 5 Fehler am besten vermeiden kannst, damit eine Winterreise nicht im kalten Chaos endet. Viel Spaß bei dem Video, bleib sehr gerne dran, bis gleich. Ja, liebe Wohnmobil, liebe Campingfreunde, wir haben es draußen -3 Grad. Wir sitzen schön im Warmen bei ca. 22 Grad und wir hören es draußen regnen, Schneeregen, und wir haben es schön gemütlich. Damit ihr natürlich die schöne Winterreise genießen könnt, zeigen wir dir heute die Top 5 Fehler beim Wintercamping. Fehler Nummer 1, die Heizung falsch nutzen. Fehler Nummer 2, Kondenswasser ignorieren. Fehler Nummer 3, Wasser- und Frostschutz unterschätzen. Fehler Nummer 4, falsche Berechnung von Energie und Gas. Und Fehler Nummer 5, falsche Vorbereitung fürs Fahren im Winter. Und zum Schluss ziehen wir nochmal ein Fazit zum richtigen Wintercamping, damit das natürlich kein kaltes Chaos für uns wird. Wir fangen aber auch gleich an mit Fehler Nummer 1, die Heizung richtig benutzen. Die häufigsten Fehler beim Wintercamping ist, dass man die Heizung natürlich nachts ausschaltet oder zu sehr drosselt. Ja, es passiert, dass die Temperaturen zu stark sinken. Es bildet sich Kondenswasser. Die Temperaturen sinken zu stark. Feuchtigkeit wird Kondenswasser. Polster werden nass. Leitungen kühlen aus. Im schlimmsten Fall frieren auch Wasserleitungen ein. So vermeidest du den Fehler oder so vermeiden wir auch diesen Fehler. Die Heizung wird bei uns nachts nie ausgeschalten. Im Gegenteil, das zeigen wir euch dann mal am Panel. Wir lassen so ein Mindestmaß an Heizung laufen. Und natürlich sollte man auch die Lüftung von der Heizung nicht ausschalten oder nicht zu sehr drosseln. Stelle lieber die Heizung auf eine konstante mittlere Stufe, je nach Außentemperatur. Wenn wir 0 Grad haben oder so 1, 2 Grad, dann stellen wir unsere Heizung so auf 12, 13 Grad ein. Das ist so für uns die optimale mittlere Temperatur. Wenn wir jetzt über 4, 5 Grad liegen, dann stellen wir die Heizung natürlich noch weiter runter. Liegen wir jetzt unter 0 Grad, bei Minusgraden bis zu -10 Grad, dann stellen wir unsere Heizung auf 16 bzw. 17 Grad ein. Unter 10 Grad Außentemperatur, dann stellen wir unsere Heizung auf 18, 17, 18 Grad hier ein. Ich zeige das mal hier euch an unserem Panel. Wir haben hier die Heizungstemperatur. Wir gehen runter und stellen, wir haben jetzt eine Außentemperatur von -2, 3 Grad. Da gehen wir im Schnitt so auf 16 Grad in der Nacht. Und wichtig ist auch hier die Lüftung konstant laufen lassen. Hier haben wir am Panel die Eco-Lüftung. Die hört man so gut wie gar nicht, die Lüftung in der Nacht. Und das wäre auch das Optimale. Die Lüftung, wenn wir die laufen haben, die läuft im Eco-Betrieb bei uns ständig. Die Warmwasseraufbereitung drehen wir auch runter auf Eco. Somit haben wir hier auch eine Gewährleistung, dass wir das warme Wasser hier weitestgehend vorrätig haben und auch behalten. Wichtig ist auch für das Thema Heizung, dass wir die Lüftungsklappen nicht abdecken und auch nicht verschließen oder zustellen mit Gebäck oder Ähnlichem, denn da können Kältebrücken entstehen und die Lüftung kann sich nicht hier optimal ausbreiten. Jetzt zum Fehler Nummer 2, Kondenswasser ignorieren. Die beschlagenen Fenster, die kennt ihr ja alle. Wir können euch jetzt keins zeigen, weil wir keine beschlagenen Fenster haben. Wir haben unsere Feuchtigkeit hier komplett raus. Wir erklären es euch trotzdem mal, wie wir das handhaben und wie wir das machen. Denn wir haben natürlich auch im Winter hier unter unserer Sitzlinie einen Entfeuchter laufen, einen elektrischen Entfeuchter laufen, der geht über 12 Volt, den haben wir mit angeschlossen, der läuft hier bei uns im Wintercamping permanent. Hier unser Entfeuchter, den wir hier unter der
die in jeder Sitzbank zu stehen haben. Der läuft auf 12 Volt, den schalten wir hier immer ein. Hier unten wird die Flüssigkeit gesammelt und da haben wir jetzt hier, ihr seht es, minimal ein bisschen was drin. Das lernen wir im Schnitt alle 3 Tage. Da sammelt sich das ganze Kondenswasser, was wir hier im Wohnmobil haben. Somit verhindern wir auch, dass die Frontscheiben beschlagen. Den werden wir auf jeden Fall mit verlinken, hier unten in der Videobeschreibung mal, wen das interessiert für sein Wohnmobil und für sein Wintercamping. Der größte Fehler im Wintercamping ist natürlich auch kein gezieltes Lüften. Durch Atmung, Kochen, Kleidung, Schuhe trocknen. All das erzeugt Feuchtigkeit, die wir dann hier im Wohnmobil haben. Wenn die warme, feuchte Luft dann auf kalte Oberflächen trifft, entsteht natürlich Kondenswasser. Und Kondenswasser ist natürlich auch gleich Schimmel und natürlich auch feuchte Matratzen. Wie machen wir das? Wir haben hier die 2 großen Higi-Fenster, die machen wir am Tag mindestens 2 bis 3 Mal komplett auf für 5 Minuten. Es nützt jetzt nichts, wenn wir die Fenster anstellen oder ankippen leicht. Auch im Bad und im Toilettenbereich, die Dachfenster werden hochgeschraubt. Somit findet ein optimaler Luftaustausch statt. Die warme, feuchte Luft geht natürlich raus und wird natürlich durch frische Luft hier ersetzt. Nasse Kleidung wird bei uns nie im Wohnraum getrocknet, wenn dann in der Garage oder im Vorzelt oder wenn wir jetzt auf einem Campingplatz stehen. Dann natürlich auch wichtig, Thermomatten an allen Fenstern. Wir haben die Thermomatte hier für unsere Frontscheibe im Außenbereich. Die machen wir mit drauf, somit vermeiden wir auch hier die Kältebrücke bzw. dass die Frontscheibe zu sehr auskühlt und hier Kondenswasser entsteht. Die Fenster kann man natürlich auch machen, haben wir aber noch nie für wichtig jetzt empfunden. S7-Seitsfenster bei uns hier nicht beschlagen. Ja, und ganz wichtig, die feuchten Hotspots ganz einfach mal checken. Das wäre die Dusche. Wenn ihr die benutzt, wir benutzen ja unsere Dusche, wir machen dann nach den Duschen immer das Häki oben auf und lassen das durch. Somit trocknet die Dusche komplett aus. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Dann natürlich auch das Fahrerhaus. Hier bei uns ist natürlich alles safe. Unser Profi-Tipp hierzu zu den Matratzen. Schaut zu, dass die Matratzen ganz einfach hier eine Entfeuchtung bekommt, dass sich hier keine Feuchtigkeit sammelt, dass hier ganz einfach eine optimale Luftzirkulation auch unter euren Matratzen herrscht. Wir haben das gewährleistet, indem wir eine Luftzirkulationsunterlage drunter gelegt haben. Ihr könnt natürlich auch die 3D-Abstandsmatten nehmen, die es hierfür gibt. Somit vermeidet ihr, dass sich hier Feuchtigkeit unter euren Matratzen bildet. Fehler Nummer 3, Wasser- und Frostschutz unterschätzen. Viele haben ja, wie wir auch, einen beheizten Abwassertank oder einen innenliegenden Abwassertank. Schaut ganz einfach zu, dass ihr das Abwasserventil auflasst und hier einen Eimer oder einen Abwasserbehälter drunter stellt, den ihr regelmäßig wegschaffen könnt. Somit geht ihr der Gefahr aus dem Weg, dass euer Abwasserventil einfriert und ihr es grundsätzlich nicht mehr betätigen könnt. Wir hatten schon mal das gehabt, ein eingefrorenes Abwasserventil. Da müsst ihr warten, bis es aufgetaut ist. Ganz wichtig, der Frostwächter öffnet in der Regel bei +3, +4 Grad. Dann wird natürlich auch hier das komplette Wasser vom Boiler abgelassen. Wohl bemerkt nur vom Boiler der Heizung, um Frostschäden in der Heizung zu vermeiden. Auch bei kurzer Abwesenheit bitte die Heizung nie ausstellen. Das machen wir grundsätzlich nie. Die läuft bei uns permanent durch. Ja, und eine Rohrbegleitheizung kann natürlich auch nachgerüstet werden. Das kommt eher dann für Kastenwagen in Frage. Hier gibt es diese Rohrbegleitheizungen, die kann man ganz einfach nachrüsten, aber eher für Kastenwagen interessant als für normale Reisemobile, wie wir es jetzt hier kennen, wie wir es jetzt hier bei uns haben. Jetzt gehen wir zum Fehler Nummer 4, falsche Berechnung von Energie und Gas. Der 4. Fehler ist natürlich heftiger denn je. Schon alleine, wenn man seinen Energiebedarf nicht kennt,
Strombedarf nicht kennt, seinen Gasverbrauch nicht kennt, etc. und hier schlecht vorbereitet ist. Wir haben uns da ja abgesichert, wir haben da schon einige Videos darüber gemacht. Das seht ihr hier, unsere Gasanlage. Wir fahren dann einfach an die Tankstelle ran, tanken LPG-Gas nach und damit hat sich das erledigt. Die andere Richtung ist die Batterie. Man sollte natürlich auch seine Kapazitäten an Batterie kennen und natürlich auch seinen Verbrauch, seinen Bedarf an Energie, an Strom kennen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das werden wir nochmal mit einblenden. Man kann das übers App abrufen, den Füllstand der Gasanlage, der Gastanks oder der wieder befüllbaren Gasflaschen über die App abrufen oder man kann am Panel nachschauen bei den Flaschen im Gaskasten und natürlich auch beim Energiebedarf. Man hat zwar das Mäusekino, was relativ unzuverlässig ist mit den LEDs etc. Schaut zu, wenn ihr schon Lithiumbatterien verbaut habt, dass ihr ein BMS habt, was ihr übers Handy abrufen könnt, oder ihr habt so wie wir hier ein entsprechendes Display verbaut. Auch für die restlichen Sachen, was man hier im Wohnmobil betreiben, ihr seht es jetzt hier bei uns im Hintergrund, wir haben hier einiges laufen. Das ist alles geschaltet bei uns auf die Bordbatterie 12 Volt. Das läuft auch alles mit 12 Volt. Somit haben wir hier keine Probleme. Ob das die Schwibbögen sind im Fenster, ob das hier der Stern, der Schwibbogen hier vorne ist, läuft bei uns alles auf 12 Volt. Was man natürlich auch beachten sollte, dass man im Winter weniger Ertrag hat durch Solar. Das sollte man mit einkalkulieren, dass so gut wie gar nichts von oben von der Sonne kommt. Typischer Fehler im Wintercamping, dass man nur eine Gasflasche dabei hat. Nehmt grundsätzlich immer 2 Flaschen mit. Wenn die eine Flasche leer ist, habt ihr eine zweite Flasche und könnt euch schon mal wieder Gedanken machen und darum kümmern, dass ihr die leere Flasche schon wieder tauschen könnt. Ja, Viele sagen natürlich auch, wir sparen Gas und Strom über den Heizlüfter oder über zusätzliche Heizlüfter. Das funktioniert grundlegend erst einmal auf einem Campingplatz oder auf einem Stellplatz, wo ihr Strom habt. Das planen wir grundsätzlich nicht ein, dass wir hier über einen Heizlüfter Gas oder Strom sparen wollen. Wenn ihr 2 Flaschen verwendet, ist natürlich auch sinnvoll, einen automatischen Umschalter hier mit einzubauen, damit sich, wenn die erste Flasche leer ist, automatisch auf die zweite Flasche übergegangen wird. Das ist natürlich für ein Wintercamping ideal. Das ist grundsätzlich immer uns passiert in der Nacht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wahrscheinlich war das immer bei uns in der Nacht. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch war. Dann musste man raus in der Kälte, musste die Flasche umstöpseln und eine neue Flasche rein. Jetzt gibt es ja diese automatischen Ventile, wo die Flaschen an dem Ventil dranhängen und automatisch, wenn die eine Flasche leer ist, die nächste Flasche gebraucht wird. Ein Profi-Tipp hier auch von uns: Ein kleiner Dieselheizer ist natürlich hier der verlängerte Arm der Gasversorgung, denn ihr könnt zusätzlich eine Option nochmal zurückgreifen, dass ihr eine zweite Heizmöglichkeit habt, warm Wasser aufzubereiten und ihr könnt euer Campingfahrzeug hier beheizen. Wir haben das ja, das werden wir hier nochmal mit verlinken, eine kleine mobile Dieselheizung. Das ist natürlich das Ideale. Oder die neuen modernen Wohn- und Reisemobile haben zusätzlich noch zu ihrer separaten Truma-Gasheizung noch eine Dieselheizung verbaut. Somit habt ihr immer 2 Optionen. Also wir schauen da auch drauf, im Winter diese 2 Optionen hier auch zu haben, wenn man mal auf einen Heizungsausfall auf eine zweite Option zurückgreifen kann. Fehler Nummer 5, falsche Vorbereitung fürs Fahren im Winter. Grundlegend erst einmal Winterreifen oder Allwetterreifen. Die nehmen sich ja jetzt nicht mehr so sehr viel von der Qualität her und von der Tauglichkeit her, Winterreifen und Allwetterreifen. Dann natürlich auch definitiv Schneeketten. Wir haben welche in der Garage. Das werden wir nochmal mit einblenden. Die Schneeketten, die wir hier für unser Wohnmobil benutzen. Man braucht ja für entsprechende Fahrmanöver solche Haftmatten. Das zeigen wir euch auch mal. Die haben wir hier an der Seite. Diese Anfahrhilfen, die man drunter legen kann. Was wir hier verwenden, das empfehlen wir auf jeden Fall. Das sind die Anfahrhilfen, die wir haben. Die stehen bei uns hier vorn im Wohnmobil
neben der Einstiegsstufe von der Fahrerseite. Da haben wir 2 solche Anfahrhilfen für den Winter. Das werden wir euch auch mal mit verlinken in der Videobeschreibung. Die sind so schön zusammengeklettet, kann man auch schön tragen. So schaut das Ganze aus. Das wird dann hier ganz einfach ausgelegt. Das kann man so wegnehmen. So schaut das Ganze dann aus. Und dann unter die jeweiligen Antriebsräder diese drunter legen. Die sind auch relativ lang, wenn ihr irgendwo hier eine Anfahrtshilfe im Winter braucht. Bei den Anfahrtshilfen hier muss ich noch mal mit dazu sagen, die haben wir fast das ganze Jahr im Wohnmobil. Denn im Frühjahr und im Herbst, wenn man jetzt auf einen sagen wir mal, Untergrund kommt, der nicht so grifffest ist hier für unser Gewicht, oder im Süden in Italien oder irgendwo einen Stellplatz haben, wo Sand ist, sind diese Dinger natürlich auch absolut dienlich. Die sind absolut robust. Das ist Hartgummi hier, da passiert nichts. Also nicht nur für den Winter diese Anfahrhilfen, sondern auch im Sommer oder das ganze Jahr. Also wir führen die das ganze Jahr hier mit uns mit diese Anfahrtshilfen. Natürlich immer dabei einen Eiskratzer und eine Schneeschippe, die haben wir in der Garage oben eingesteckt, klappbaren Spaten, dass man sich auch mal irgendwo freischaufeln kann. Ob Allwetter- oder Winterreifen, schaut zu, dass ihr ordentliche Reifen drauf habt, auch noch genügend Profil. Das ist ganz wichtig. Schaut ganz einfach zu, dass euer Abgasrohr von eurer Truma-Heizung immer schön frei ist von Eis und Schnee. Ja, und natürlich ein ultimativer Tipp auch hier: nie im Winter irgendwo die Handbremse anziehen. Solche Wegrollkeile, solche Wegrollsperren, solche Keile, die legen wir dann mit drunter, damit wir nicht wegrollen. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, das waren ganz einfach mal die Top 5 Fehler für Wintercamping. Für Anfänger und natürlich auch für viele, die schon lange in dem Stoff drin stecken. Auch hier vergisst man einiges. Ganz einfach immer mal Wert drauf legen. Camping ist eine großartige Geschichte, auch mit dem Reisemobil. Wir betreiben das ja schon, seitdem wir Reisemobil fahren wir auch natürlich im Winter. Meine persönliche Meinung ist immer, Wintercamping ist fast schöner als Sommercamping. Ist meine Ansichtssache, denn da kann man das Ganze hier noch mal ein bisschen besser ausreizen. Wenn man die großen Fehler kennt und vermeidet, macht das natürlich auch riesen Spaß. Bei der richtigen Vorbereitung bleiben alle warm und im sicheren, trockenen Wohnmobil und Camper. Wintercamping ist ganz einfach eine eigene Welt. Schreibt es uns ganz einfach mal in die Kommentare, wer von euch Wintercamping schon mal gemacht hat, wer Wintercamping vorhat von euch, wer es generell mal probieren möchte oder es grundsätzlich sich nicht vorstellen kann, schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Wir können dann noch einige Tipps und Tricks euch hier mit an die Hand geben, wenn wir hier was vergessen haben sollten. Aber das sind so die 5 Top-Fehler, die hier gemacht werden können zum Thema Wintercamping mit dem Reisemobil, mit dem Camper. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Habt ihr noch kein Abo, sehr gerne ein Abo mit Glocke. Da verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, was eure tiefsten Wintertemperaturen waren im Bereich Minusgraden. Das würde uns mal interessieren. Wenn ihr das Video seht, sind wir ja unterwegs auf unserer Weihnachtsmärkte-Tour, wie jedes Jahr. Denn unsere Zuschauer haben abgestimmt, welchen Weihnachtsmarkt wir dieses Jahr besuchen sollen. Schaut ganz einfach mal rein im nächsten Video. Die schönsten Weihnachtsmärkte, wo wir unterwegs waren. Viel Spaß, bleibt schön gesund und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken,